Wir sind wieder da mit einer weiteren Folge Fantasy Car Collection. Heute bei mir zu Gast Dominik Fisch und ich freue mich, denn A, sind wir heute nicht bei mir im Büro und auch nicht in Bottrop, wie ihr sehen könnt, sondern auf der Brabus Signature Night. Haben gestern einen wirklich schönen Abend zusammen gehabt und eine coole Show, wie ich finde. Und B, habe ich mit Dominik einen absoluten Autoprofi zu Gast und bin total gespannt, was er sich zusammenstellt. Dominik, danke fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Du hast 10 Plätze in deiner Garage. Zweitens, du hast ein komplett unlimitiertes Budget. Drittens, du darfst danach nie wieder ein Auto kaufen. Jetzt bist du dran. Ja, also ich würde mal sagen, die erste Wahl ist ganz klar. Das ist nämlich das Auto, was in mir die große Autoleidenschaft entfacht hat. Mercedes McLaren SLR. Von außen silber, von innen rot. Meist hat man ja irgendwie eine Verbindung zum Auto, weil du irgendwie eine Emotion damit verbindest. Was war's bei mir war es, mein Vater hat sich damals einen Mercedes gekauft. Ich bin ins Autohaus gegangen, habe dieses Prospekt. Da lagen ja damals noch so ganz viele Prospekte, so richtige Bücher. Ja. Und da war der Mercedes McLaren SLR. Und wie alt warst du damals? Ich war damals 5. Und aus der gleichen Zeit, und das ist quasi das zweite Auto, was schon direkt da anschließt, ist der auch Mercedes SL 55 AMG, Vorfacelift R230. Motor. Bis heute noch einer der Motoren, finde ich, mit dem coolsten Sound. Absoluter Wahnsinn. Also diese Karre, ich habe die leider selber noch nicht fahren können. Aber ich habe den einmal, es war auch zu der Zeit Retro, damals. Ne? Ja, das fährt wahrscheinlich heute im Vergleich zu den Autos oder zu dem SL, Ja, der aber da hinter steht wie so eine Badewanne. Aber du kannst ja vielfach bei den Herstellern nachempfinden, wie sich die Motoren entwickeln. Und natürlich sind die heutigen 63er, stehen ja auch in der Tradition dessen, was davor passiert ist. Ja, aber SLR finde ich total spannend. Okay, erster Platz in der Garage, SLR. Nummer 2. SL 55 AMG. Ja, da wird es tatsächlich noch ein weiteres geben, aber kommen wir nachher zu. Wir verstehen. Du hast nämlich Italien schon angesprochen. Ja. Auch da wieder Emotionen. Ich habe, da war ich auch noch klein, so als Kind habe ich ein F430 als Lego-Modell bekommen. Und wer ein Lego-Modell bekommen hat, der muss irgendwann mal einen eigenen besitzen. Welches Baujahr bist du? Ich bin Baujahr 97. Scheiße. Also, Ferrari F430, absolutes Must-Have in Rot. Rot oder gelb, aber am liebsten in Rot. Ich komme mir gerade wieder so alt vor, Leute. Das geht hier wieder gar nicht. Platz 4. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen in der Stadt schauen, wie wir so durch die Gassen kommen. Ich bin großer Elektrofan tatsächlich und würde mich für die Stadt für einen Fiat 500e entscheiden. Sehr cool. Also wirklich klein, wendig. Man braucht nicht super viel Platz. Der Fiat 500e ist von außen so blau-türkis, von innen hellbeige. Ja? Warum bist du Elektrofan? Ich muss sagen, es ist ein deutlich entspannteres Fahren, wenn ich jetzt so meinen Alltag mal anschaue. Ich habe eine Langstrecke und ich muss irgendwie zu einem Dreh fahren. Ich habe Telefonate oder so zu führen und dann bin ich einfach mehr happy, wenn es einfach so ein bisschen entspannter ist. Und mich das Auto nicht so krass beansprucht, weil eine lange Autofahrt ist einfach anstrengend. Platz Nummer 5. Porsche 911. Turbo S Cabriolet. Ich glaube, da würde ich sogar fast auch auf außen Silber mit Option auf Folierung gehen. Ja. Und von innen bin ich da fast so bei so einem Kaffeebraun. Ich war sehr, sehr lange Targa-Fan. Ja. Bis ich ihn selber gefahren bin. Ich finde, das ist einfach immer wieder geil. Egal, wen du so hier hast. Ich liebe dieses Format, weil die Leute so unterschiedlich sind. Warum Targa-Fan? Ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Auto. Wenn du den von außen siehst und dieses Dach ist runtergefahren und er hat diese große Glaskuppel hinten. Das ist ja auch eigentlich ein Unfall der Geschichte, ne? Also der Targa-Story. Ja, das Problem ist einfach, es ist sehr, sehr laut, wenn du schnell fährst, weil der Wind wird gebrochen in dieser Scheibe und dann sitzt du da drin und das war nicht cool. Und deswegen bin ich dann doch wieder eher Dach ich komplett spannend, weg. dass das geblieben ist bei Porsche und sich so ins Portfolio reinentwickelt Beziehungsweise hat. ist ja durch den 991 erst wieder gekommen. Genau, Platz Nummer 6. Es darf jetzt wieder ein bisschen Dampf sein. Jetzt gehen wir trotzdem in eine andere Kategorie. BMW M5 Touring E61 in, das ist so dieses klassische Blau. Von innen aber fände ich es cool, wenn der auch wieder so hellbeige ist. Ich bin ein großer Fan von Innenausstattung hellbeige. Guck mal, der ist aber auch vernünftig, Leute. Ne? Hast du nicht so wie beim Hamid zum Beispiel, der direkt schon mal mit so einem 250 GTO irgendwie die Bilanz sprengt, sondern hier, da werden vernünftige Autos ausgewählt. Kann man alles fahren, passt alles gut zusammen. Nehmt euch mal ein Beispiel. So. Wir sprengen jetzt auch mal ein bisschen das Budget, was ja nicht vorhanden ist. Deswegen können wir es gerne sprengen. Einen 300 SL Flügeltürer, aber wirklich einen klassischen in Silber mit roten Sitzen. Passt aber auch in die Garage. Passt in die Garage, weil das ist ja in gewisser Weise irgendwo auch Vorgänger von dem SL55, Klar. Passt auch in diese Richtung SLR. Ja, stilistisch auch. Das also alles, finde ich, was du jetzt da stehen hast, passt sauber zusammen. Ich passe zwar nicht rein, das ist das Problem, ich bin fast 2 Meter groß. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn man die Türen zumacht, dann ist
bei mir hier. Und wir haben jetzt so noch, jetzt mal oben ganz kurz mal 2 Millionen Euro draufgelegt. Platz Nummer 8. glaube ich. Wir fahren wieder nach München. Okay. Finde ich auch absoluter Klassiker, so zwischen Moderne und Vergangenheit. 10er Jahre BMW 1er M Coupé. Ja. Ich finde das Auto wunderschön. Ich habe selbst auch ein 1er Coupé, leider kein 1er M. Aber also das Auto ist für mich einfach ansprechend. Von hinten die Heckpartie total wuchtig, obwohl das Auto klein ist. Ja. Lange Motorhaube, rein 6-Zylinder, Sound BMW-typisch, hochtourig, recht hell. Ja. Und ja, tatsächlich auch Emotionen zu dieser Generation bei BMW, was die E-Modelle angeht, finde ich die einfach toll. Interessante Auswahl. Das ist mal eine sinnvolle Sammlung, Leute. Hier geht es nicht nur um Geld. So, dann sind wir jetzt bei Platz 9. Platz Nummer 9. Boah, jetzt muss ich tatsächlich so ein bisschen nachdenken. Guck mal, du könntest noch... Ja, doch. Du hast eine richtig große Limousine. Ja, also ich könnte jetzt... Einen fetten SUV. Ja, damit holst du mich nicht ab. Keine Limousine haben wir nicht, SUV haben wir nicht, Hypercars, Super Sportscars hast du auch noch nicht. Aber du hast noch ein paar Optionen. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Hypercar, wird es gleich noch geben, aber das machen wir als Abschluss. Okay. Wir brauchen wirklich so was für den Alltag. Aber da kann ich mich schwierig entscheiden. Ich entscheide mich aber für einen Multivan. Multivan? Einen Multivan T5, T6 tatsächlich. 2,5 Liter TDI gab es nur als T5, die fand ich cool. Ja. Schwarz von außen, auch wieder hellbeige von innen. Verbinde ich auch ganz viel mit. Ja. Und, erzähl mal ein bisschen. Ja, das war damals unser Familienauto. Ja, das war unser Familienauto und deswegen, du merkst es, ne? Ja. Ich habe wirklich Verbindungen dann zu Autos. Ich merke, aus welcher Generation du kommst und was so drumherum liegt, was neu ist, was alt ist, was du mitbekommen hast, was deine Eltern gefahren haben. Und dementsprechend ändern sich die Sammlungen sehr, sehr stark, weil es am Ende ja natürlich immer um emotionale Verbindungen geht. Das Schöne an einem Multivan, damit kannst du ja wirklich alles machen. Klar. Und ich darf ja danach kein Auto mehr kaufen. Das ist ja das Ding. Das ist schon eine richtig strikte Restriktion. Und du kannst die Sitze ausbauen, du kannst sie drehen, du hast einen Tisch in der Mitte, du kannst einen Anhänger dran, du kannst damit ziehen. Das Auto kann alles. Und deswegen musst du eigentlich auch in die Sammlung diverse Urlaube wahrscheinlich schon in dem Auto verbracht. Auch tatsächlich. Okay. Dann sind wir da schon fast bei, bei 10. Also, ne? Du hast schon, die Garage ist fast voll. Aber es gibt einen Hypercar und das muss für mich rein. Vor 2 Wochen gehört, gesehen, Ferrari Enzo. So, guck mal, hat der Junge doch noch die Kurve gekriegt hier. Ich habe schon gedacht, das wäre hier alles umsonst. Ne? Nein. Ein Ferrari Enzo ist für mich auch so ein bisschen so vom Design geht den wie so eine SLR, Formel 1 mäßig. Ne? Warum Enzo und nicht LaFerrari? Ja, LaFerrari habe ich nicht so den Bezug zu. Ich finde den Enzo einfach, hatte ich auch mal ein Lego-Modell von, fällt mir gerade ein, der sieht doch einfach schön aus. Der ist noch mal ein bisschen so klassischer und von hinten so ultra breit. Ich sortiere den Enzo immer im Design eher Richtung F40 und den LaFerrari in so diese sehr Richtung, was alles, was ab jetzt kommt, was danach kommt. So beispielsweise SF90, der drunter ist ja eher so designtechnisch Richtung LaFerrari, auch wenn der LaFerrari natürlich nochmal. Ja gut, da wird es auch nochmal einen richtigen Nachfolger geben. Absolut, aber der Enzo Ferrari, das ist für mich so, das ist ja glaube ich auch noch so ein Michael Schumacher Auto gewesen, so meine Zeit, wo ich in die Formel 1 eingestiegen bin als sehr Fan. eigenständiges, ikonisches Design. Absolut. Erkennst du sofort, egal wo das Auto langfährt. Deswegen auch als Abschluss. Außen rot, innen schwarz. Gleiche Kombination. Gleiche wie der klassisch Ferrari. Okay, da haben wir es. Deine Sammlung. Lass noch mal einmal durchgehen. Du hast einen SLR, du hast einen SL55. Wir hatten den Fiat 500 für den Alltag. Wir hatten den Ferrari F430. Genau. Wir hatten den Ferrari Enzo. Richtig. Wir hatten den M5 E61 Touring. So sieht's aus. Wir hatten, um bei BMW zu bleiben, das 1er M Coupé. Wir hatten einen Multivan. Für die Familie. Und alles, was praktisch sein muss. Wir hatten den Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Und wir hatten 300 SL Roadster in Silber, innen rot. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Dominiks Sammlung haltet, was war euer Favorite. Und schaut natürlich gerne auf seinen Kanälen vorbei. Ich freue mich immer, wenn ich deinen Content sehe. Und es ist spannend gewesen, mal wieder einen Profi da zu haben. Danke dir. Gerne. Tschüss.